Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Wir machen heute weiter mit dem Einladungsereignis Schrägstrich Legendenauftrag zu Ningguang. Und wir haben letztes Mal angefangen und mit Abstand den vermutlich vermeintlich längsten Handlungsstrang als ersten ausgewählt. Und es war auch zugleich der erste. Und wir können jetzt quasi schon mittendrin starten bei dem Zwischenpunkt Gelage. Und das müsste da sein, wo wir uns mit dieser Zhao oder Geo oder wie auch immer die hieß, dieser Verkäuferin da, die sich dieses Essen mit Ningguang für 100 Millionen Mora gekauft hat. Da müsste es jetzt weitergehen und wie ich hätte gesagt, wir machen gleich in der Zeile drunter weiter, weil wir es eh schon soweit freigeschaltet haben. Genau, dann machen wir da einfach weiter. Das heißt, wir setzen das Spiel hier fort und müssen zum Essen gehen in Liyue City quasi. Und uns einfach anders entscheiden als letztes Mal. Grundsätzlich zumindest. Ist nur nicht immer ganz einfach, welche Entscheidung die tatsächlich ausschlaggebend ist, weil es gibt ja sehr viele Entscheidungen, die meisten sind vollkommen irrelevant. Es sind immer nur wenige, die tatsächlich auch die Story beeinflussen. Ich finde, manchmal könnten sie es auch noch ein bisschen genauer kennzeichnen oder so zwischen den Zeilen klar machen, das hier ist die wichtige Entscheidung. Manchmal ist es offensichtlich, manchmal ist es auch überhaupt nicht offensichtlich, finde ich. Kommt halt immer drauf an. Lu Zhao hieß die. Lady Ningguang. Nee, ich heiße Chris. Aber fast. Sorry to have kept you waiting. No, no, not at all. I know that you have 1,000 different things to do each day. I'm very grateful for any amount of time you can spare for me. Great. Well, let's leave the formalities aside from now on and make this just a friendly chat. This is the Traveler. I'm assuming you've heard of him. He happened to be in Liyue Harbor today, so I invited him to come along. It's a rare opportunity to dine with him, too. Ich habe gerade erst realisiert, dass wir das ja schon kennen, ne? No, not at all. Ich hab's gerade gar nicht gecheckt. Sorry. That's what I wanted to. Ich wollte schon sagen. You know, you haven't heard? Ist das wirklich eine bekannte Das ist wahrscheinlich die Entscheidung, die irrelevant ist. Come on. You must know that Lady Ningguang's every move is in the spotlight. And if you didn't have some sort of special relationship, why would she invite you to this Ich bin bei solchen lunch Fragen right ein wenig after finding vorsichtig. Interesting. Yes, we do have a special relationship, but I don't see anything unusual about it. The Traveler is a national hero in Liyue, whose actions have directly contributed toward the prosperity we enjoy Ich glaube, today. das ist das Gleiche, ja. Even putting aside my official status as one of the Liyue Chising, I admire him on a personal level too. Oh, yes. Oh, there is nothing unusual about it at all. I was just observing that Lady Ningguang now seems to have Ich bin mir nicht mehr a second hundertprozentig sicher. interesting character in her innermost circle. The first one being the captain. You're comparing apples and sunsettias there. Whenever Beidou returns to Liyue Harbor, Na, ich I've glaube, missed das out kennen on wir a schon. number of extremely promising investment opportunities. No. Ah, ja, genau. Oh, but if it were really, I had my so I would advise you. I see. In my opinion, long term, you think so Genau, too? das war alles das Okay. Gleiche. Maybe it'd Ja, manchmal ist es natürlich auch schwierig, vor allem bei so einer langen Unterhaltung. Ich meine, ich merke mir das auch nicht alles auswendig. Lady Ningguang, thank you so much for taking the time to meet with me today. I didn't know how much we'd get. Good. Now I see. You think clearly. You are very knowledgeable. You've been listening for a while. Has it sparked an interest in the business world for you? Ach, das ist nie... Das kann eigentlich auch nicht die Entscheidung sein. Es war toll zu spüren, wie gut ich alles verstand, obwohl ich absolut nichts darüber weiß. That means you also have a good head on your shoulders and the ability to learn Hat die rapidly. gerade Head and Shoulders Werbung If you gemacht? are in need of Mora, you should absolutely consider doing business. I won't take up any more of your time. Thank you. This lunch was everything I was hoping for and more. I can't wait to try out everything I've learned. See you next time. I'll look forward to hearing good news from you soon. Damn, direkt so schwierig zu beginnen? Also wir haben jetzt immer die andere Entscheidung genommen. Lunch is Muss es over. jetzt I'm kommen? a little concerned. Ah ja. Das ist mit der Auktion, stimmt. Ja gut, dann ist es ja einfach. Lass uns gemeinsam hingehen. Good. Then let's Ja, do Mist. that. Wenn ich das noch There are gewusst some hätte. slippery characters among the bidders, you see. So, even though my secretaries are very capable and experienced, I still can't help worrying for them a little. Come on. The auction is being held at Yujing Terrace.
Ja. Ist natürlich von Vorteil, wenn man das noch weiß, aber also ich meine, ihr habt es ja gerade gesehen, der letzte Handlungsstrang, der war ewig, das waren glaube ich 35 Minuten. Da merkt man sich natürlich nicht jede Auswahl, weil es schon sehr viele waren. Aber hätte jetzt in dem Fall schon ein bisschen Zeit gespart. Sorry dafür auf jeden Fall. Aber zumindest haben wir jetzt alle Entscheidungen einmal durchgeklickt. Manchmal gibt es dafür auch Errungenschaften. Also wenn jemand die Errungenschaften, by the way, alle haben will, ich glaube pro Auftrag gibt es entweder 2 oder 3. Vielleicht liegt es aber auch daran, dass ich nicht alle bekommen habe. Im Endeffekt einfach alle Entscheidungen auswählen. Dann kriegt ihr die Errungenschaften. Lady Ningguang, what brings you here? I couldn't help but feel a little concerned. So I just came to see how everything is going. We're about ready, and people are starting to arrive. I think we should be able to start on time. Very good. I think I'll host the auction myself. Huh? You want to do it yourself? Yes, just in case anything untoward happens. I can take care of it myself. Then we'll leave the auction itself to you. But we'll be sure to lend our full support behind the scenes. Have you attended an auction before? Ich habe nicht das Geld. Well, would you like to participate this time? You don't have to bid, of course. Just experience the atmosphere. Es fühlt sich auch ziemlich lebendig an. All right then. Feel free to take a look around the venue before it kicks off. Check out the items up for bidding and see if there's anything you might be interested in. Eine einigermaßen gut gemachte Haarnadel, aber es sind keine weiteren Merkmale zu erkennen. Qualifiziert als Ware, aber bringt es wirklich einen guten Preis als Auktionsobjekt? Ein Gegenstand für Schreibzimmer ohne etwas Besonderes. Vielleicht nicht schlecht als Zimmerdeko. Schreibwerkzeuge. Wenn du das willst, solltest du das besser bei Bolai kaufen. Oh, und die Vase. Eine einfach aussehende Vase, die offensichtliche Gebrauchsspuren aufweist. Es sollte keinen Grund geben, für einen Gegenstand in diesem Zustand zu bieten. Naja, doch, wenn sie antik ist, what the hell? Wie viel Uhr ist jetzt denn? Mitten in der Nacht wahrscheinlich. 16? Tja, erstmal 10 Stunden lang rumstehen. RIP. Hoffentlich funktioniert es auch nicht, muss ich auf den nächsten Tag warten. Das hasse ich immer so sehr. Ah, perfekt. It's about time to start. Find yourself somewhere to sit and we'll kick things off. Bevor ich anfange, muss ich eine Frage stellen. Yes? What is it? Sind diese Gegenstände allesamt von hohem Wert? That's for you to make a considered judgment on. It's precisely what makes auctions so interesting, don't you think? Until the bids exceed the value of the item you're after, you can keep raising the price. If the bids go beyond what you can accept, then you let someone else take it. Perhaps this does not result in what you might call a fair price, but what it does do is identify the person who values the item the most. Nun, ich werde sehen, wie es läuft. Yes, you should look forward to it. The first lot is a teacup from my personal collection. Bids starting at 10,000 Mora. That's 10,000 Mora for the teacup. Das ist etwas, das normalerweise nicht für 10.000 Mora verkauft wird, glaube ich. Alter, ey, Ningguang ist so ein Sellout, ganz ehrlich, ey. 20,000. 30,000. 50,000. $60.000. 80,000. 80,000 over here. What? I'll raise that to 100,000. Oh, wow. 120. Also, dass sie dabei kein schlechtes Gewissen hat. 130.000. I swear, some of these bidders are just driving the price up for fun. All right, 150,000. Anyone else want to keep going now? 150 once? 170. 180,000. What the hell?
Mm-mm. 180 once? 180 twice? Ey, machen wir einfach 180 200.000. sold! Yeah, it's mine now. Ich kann nicht glauben, dass es für 180.000 verkauft wurde. Okay then. Moving straight on to the next lot. Einmal getragene Unterwäsche, 80 Millionen Mora Startgebot. Hier. You seem to be Das wär getting crazy, ey. quite into it. What a shame that you didn't manage to go home with anything. Also das ist echt komisch, Ningguang. Also ich meine, also ich check's irgendwie nicht. Also das ist ja eigentlich sowas wie der Bürgermeister, so ähnlich. Also Head of der Stadtverwaltung sozusagen. Und also, hä? Also was passiert mit dem Geld, frage ich mich. Aber das Jade-Gemach gehört ja quasi auch ihr und das ganze Zeug darin gehört auch ihr. So, ehrlich gesagt, kommt mir das voll so vor, als würde die ganzen Steuergelder einfach für sich selbst einbehalten und quasi die ganzen Leute scammen. So kommt mir das irgendwie rüber. Also, oder? Also ich meine, keine Ahnung. Irgendwie crazy. Ich meine, sie verkauft Becher von sich für 180.000 Mora. Like, what the hell? Er ist safe nicht so viel wert, also keine Ahnung. Seltsam für jemanden, der so eine Art Bürger... Also ich meine, im Endeffekt ist es der Counterpart of Jean. Und ich meine, wenn du das mit Jean vergleichst, die würde sowas niemals machen. Weil es sich ein wenig falsch anfühlt. Of course it did. That's because I didn't come here to sell my things. I'm sure you must find it quite odd that all these everyday items could fetch such a huge price at auction. Since you're curious, why not go and talk to the buyers? I'm sure they'll give you the answers you're looking for. Na, weil du die Items berührt hast oder benutzt hast, deswegen sind sie so viel wert. Das sind Fangirls und Boys. Huh? You want to know why I paid so much? Well, it's pretty obvious, isn't it? Because the previous owner was Lady Ningguang. Sure, the item may look pretty ordinary, but that's probably just because I'm not a connoisseur, so I don't know how to appreciate it. But I figured I'd buy it first, then go get it appraised by an expert. Then I'll be rich. I may have paid an arm and a leg for this, but in the end, I got the result I wanted. Machst du dir keine Sorgen wegen der überhöhten Preise? Nothing of Ningguang's could ever be overinflated. I'm far from the only buyer who believes that owned by Ningguang is worth paying a premium for. So how much I make just depends on how many people are even bigger fans of Ningguang than I am. Ich hab's halt legit gecallt. Das war mir schon klar, was das hier für ein Scam ist. Ich kenne solche Scams. Today wasn't my day. Übrigens wollte ich euch nur sagen, meine alte kaputte Computermaus, 50.000. Könnt ihr heute noch bestellen. Ich liefere sie euch persönlich vorbei. Leider hatte ich kein Glück, ein paar Dinge zu bekommen. There were too many bidders, and they all seemed like experts to me. I guess I'll just have to wait for the next auction. Someday, I'll be the lucky one. Oh, kleiner Bin. Süßer kleiner Fratz. Süßer kleiner Fratz mit so viel Geld. Oh, wer ist ein kleiner reicher, süßer Fratz? So. Well, did you find the answer yet? Weil die Menschen deinem Geschmack vertrauen. Das stimmt halt überhaupt nicht. Das ist überhaupt nicht das, was die gerade gesagt haben, Alter. Die sind alle komplett hirnlos. That's certainly part of it. But every bidder will have noticed that none of these items have a particularly high going rate on the market in and of themselves. Despite this, they were all willing to pay very dearly for them. I wonder, is faith in me really the only factor in their appraisal of the item's value? Das hat mit Vertrauen überhaupt nichts zu tun. Das ist einfach nur, wie der Typ das gerade gesagt hat. Fans, Fanatiker. Fanatische Fans, mehr ist es nicht. You'll see shortly. The one who spent the most money will surely be the quickest to realize. If all I wanted to do was make some quick mora by exploiting their blind faith in me, I have a million more effective ways of achieving that than hosting an auction. Und du nutzt Every sie. participant in this auction was Alle. handpicked by me, based on certain intelligence.
Lady Ningguang, something doesn't seem quite right with the items from today's auction. As unlikely as this sounds, and please forgive me for even bringing it up, but I had to ask. You weren't selling counterfeits today, were you? Counterfeits? Absolutely not. What motive would anyone have for making copies of things like these? They are simply ordinary items, and there was no coercion or enticement during the auction. Every bid was voluntary. Because we trusted you! Everyone knows that you love more, but we also know that you made your fortune through honest means, as opposed to scamming people. You seem to have entered into dangerous linguistic territory there. You should know that unless you have evidence to support your outlandish claims, I am legally entitled to sue you for slander. Tell her, brother, she's a scammer. Ich hab's euch die ganze Zeit gesagt. Of course, if you have any genuine grievances about the auction, the lots, or the process, please enlighten me as to where exactly I went Du hast nichts wrong. falsch gemacht, du bist trotzdem scheiß Scammer. Fine. Yes, technically it was all legitimate. Guess all I can do is take the loss. But if word gets out about today's auction, people are gonna start seeing you as a con artist. No one would dare do business with you after that. I guess what I'm saying is this really in your best interests? Let me answer that with a question. You claim that you were willing to pay a high price because you trusted me. But is that really the full story? What do you mean? What else could it be? Oh, I don't know. Perhaps it could be something to do with a lost item from the original Jade Chamber collection that has quietly made its way into your hands. When the Jade Chamber fell, countless valuable items from my collection plunged into the sea. I organized a salvage operation, but still there were many items unaccounted for. A considerable number of these made their way back into Liyue Harbor through means unbeknownst to me, and passed through several pairs of hands before finally ending up in yours, and those of your fellow bidders today. Wait, you mean... Yes. Everyone attending the auction today is in possession of lost property belonging to me. Or, to put it another way, they were all people who have had a taste of something that was mine and convinced themselves that I am someone to be taken advantage of. Kein Wunder, dass der blinde Glaube dieses Niveau erreicht hat. So I ask you again, your high bidding price, was it motivated by trust, or was it greed? The sole reason I held this auction is to reclaim my treasured possessions. If you are willing to return what is mine, I will refund all the money you spent in the auction today. All right, fine. I guess I'll return it. You drive a hard bargain, like everyone says. I'll go and get it right now. Please just wait here. Despite his bad attitude, he cooperated in the end. Ich habe es endlich verstanden. The issue was that all items of mine that have been fished out of the sea have changed hands numerous times already. Determining who has legal ownership would be an extremely long-winded process, with each item being assessed on a case-by-case basis. Even Yenfei says she'd have a difficult time defending my claims. I could have bought them back, but it's not in my nature to pay twice for the same thing. Least of all, when they'd be looking to make a handsome profit from my misfortune. After making some inquiries, I found them to be most uncooperative. So I had to resort to this auction to finally put a stop to all this nonsense. Ja, oder waren ja jetzt nicht alle Händler, die ihre Gegenstände haben? Also das waren 6 Leute, als ob das alle sind. Und abgesehen davon, was will sie mit kaputten Sachen, die ins Meer gefallen sind? Und drittens rechtfertigt das immer noch nicht, dass sie ihr Mittagessen für 100 Millionen Mora verkauft. Sie ist trotzdem ein Sellout und ein Scam. Aber hey. Sie soll sich's schönreden, wie sie will. I don't care, man. Das klingt ganz nach dir. I just wanted my things back. Hardly an unusual sentiment. At most, a little childish perhaps.
Which is another reason why I didn't tell anybody about my plan. What do you think it was about the Jade Chamber that defeated Osile? Die Größe? Well, I think it was a combination of the weight and the energy it contains. Its great weight meant that it hit Osile with incredible force, while the energy within triggered that spectacular explosion. Every piece of the Jade Chamber, from the stone walls and wooden beams down to the smallest ornament, contributed to its total weight. But in the end, they became objects of merchants' greed. It's hard not to get a little irked thinking about it. Dann möchte ich auch, dass sie an ihren Ursprungsort zurückkehren. Thank you for understanding. Now I've got one of my items back. Let me show you what makes it so special. The secrets of history shine through in the relics that survive. And this one now has the story of another age to tell. Ein Sammlerstück mit großem Gewicht. Es ist ein Gegenstand, dessen Gewicht in der Entscheidungsschlacht unübersehbar war. Egal wie klein es ist, muss man es dennoch schätzen. When the sun's out, bathe in sunlight. Ja, kann ich jetzt so nicht ganz zustimmen, ehrlich gesagt. Aber wen juckt's? Das war auf jeden Fall das zweite Ending von Ningguangs Legendenauftrag, Einladungsereignis. Ich hoffe, es geht nicht die ganze Zeit nur darum, sie zu begleiten, während sie Leute scammt. Nicht Spaß, aber ja, also ich hoffe irgendwie, keine Ahnung, noch ein bisschen mehr vielleicht. Aber naja, die Einladungsereignisse sind teilweise echt unterschiedlich. Auf jeden Fall danke euch fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Würde mich sehr mit Like, Kommentaren, Abo von euch freuen. Ciao, ciao.